Ich habe diese Poppy Playtime Kapitel 4 Filme hier gefunden. Und die werden wir heute um 3 Uhr nachts anschauen. Wir haben hier einen Film ab 6. Darin kämpft Dowie gegen alle Monster aus Poppy Playtime Kapitel 4. Ein Film ab 12. Der heißt Pianosaurus, das Erwachen. Ein Film ab 16. Da ist Dowie einfach in unserer Stadt. Und ein Film ab 18. Der heißt Das Ende von Dowie. Und das ist ein Horrorfilm. Oh, sieht der gruselig aus. Haben sich da gerade Dowies Augen bewegt? Gebt mal einen fetten Daumen nach oben, wenn ihr das auch gesehen habt. Aber wo hast du die ganzen Poppy Playtime Filme eigentlich gekauft, Doktor? Ich hab die Filme gar nicht gekauft. Als ich heute Nacht hier geschlafen habe, gab es plötzlich einen lauten Knall. Und als ich nachschauen wollte, woher er kam, habe ich überall im Haus diese Poppy Playtime Filme hier gefunden. Wie sind sie in deine Wohnung gekommen? Ich habe keine Ahnung, Vogelmann, aber zum Glück haben wir im ganzen Haus Überwachungskameras, die die ganze Nacht alles gefilmt haben. Und die Aufnahmen schauen wir uns jetzt an. Let's go! Gehen wir direkt mal in den Ordner mit den Überwachungskameraaufnahmen. Hier sind die Aufnahmen von heute Nacht und eigentlich sieht alles ruhig aus, ja? Ich liege hier ganz ruhig in meinem Bett und in den anderen Räumen im Haus ist eigentlich auch nichts, nein. Spulen wir mal ein bisschen vor, diese Filme können ja nicht einfach so in meinem Haus aufgetaucht sein. Und oh nein, das sind sie auch nicht, Freunde. Um 1 Uhr in der Nacht, das war vor genau 2 Stunden, hat sich hier nämlich die Eingangstür bewegt. Und durch die schaut gerade ein echtes Poppy Playtime Monster in meine Wohnung. Und das ist Dowie the Doorman. Und der hat so einen Popcorn-Eimer mit blauem Popcorn und Filme in der Hand. Das heißt, Dowie the Doorman hat die Filme in meine Wohnung gelegt. Aber jetzt ist er aus dem Überwachungskamerabild raus. Schalten wir die Überwachungskamera mal hier ins Wohnzimmer und wow, da kommt er gerade so gruselig ins Bild gelaufen. Aber gut, der ist ja auch ein Monster. Und jetzt stellt er sein blaues Popcorn auf diesen Stuhl hier im Wohnzimmer. Da habe ich das vorher auch gefunden. Schaut mal, wie komisch das aussieht. Schreibt mal Dowie in die Kommentare, wenn wir das probieren sollen. Und jetzt versteckt Dowie noch die Filme, die er mitgebracht hat. Den einen legt er da hinten an den Fernseher und den anderen da vorne auf die Couch. Da habe ich die beiden vorher auch gefunden. Aber jetzt geht Dowie hier den Gang im Flur entlang. Und ich glaube, er muss auf die Toilette. Ja, er öffnet die Klotüre und geht rein. Und setzt sich jetzt auf die Toilette drauf. Und da regelt er einfach. Dowie the Doorman war auf meiner Toilette, aber wow. Jetzt wirft er einen der Filme, die er dabei hat, in die Toilette rein. Stimmt, er war ganz nass, als ich ihn vorher gefunden habe. Naja, Dowie geht wieder aus dem Klo raus und ist jetzt vor meiner Schlafzimmertüre angekommen. Und da geht er jetzt rein. Oh nein, war er hier bei mir? Hat ich geschlafen? Und ja, er kommt hier ins Überwachungskamerabild rein. Zeig doch mal die Filme, die er dabei hat, in die Kamera. Und geht jetzt hier hinten zu mir ans Bett. Dort hebt er die Bettdecke hoch und legt einen Film drunter. Aber das war noch nicht alles. Er dreht sich irgendwie um. Was hat der vor, Freunde? Und er pupst mir ins Gesicht. Wie eklig ist das denn, bah? Das Ding ist, jetzt hat er alle Poppy Playtime Filme versteckt. Freunde, schreibt jetzt direkt mal in die Kommentare, mit welchem wir anfangen sollen. Mit dem ab 6, dem ab 12, dem ab 16 oder dem ab 18. Aber wow, auf den Überwachungskameraaufnahmen passiert doch was. Dowie the Doorman läuft nämlich noch in die Küche. Und er hat noch einen Film in der Hand. Und er legt diesen Film jetzt in den Ofen rein. Freunde, diesen Film habe ich noch nicht gefunden. Und das heißt, er muss immer noch im Ofen liegen. Das Ding ist, was sagt Dowie jetzt? Er hält so einen Zettel in die Kamera. Und da steht drauf, dass wir den Film erst bei 10.000 Likes anschauen dürfen. Das muss ein super krasser Film sein. Lasst uns direkt mal in den Backofen schauen. So, Freunde, hier sind wir. Und hier im Backofen liegt wirklich noch dieser Film. Und der heißt Poppy Playtime in den Backrooms. Und der ist einfach ab 100, Freunde. Boah, so alt ist nicht mal meine Oma. Lasst uns mal in die Filmverpackung reinschauen. Wow, hier ist ein USB-Stick drin. Und hier steht auch nochmal drauf, dass wir den Film erst bei 10.000 Likes schauen können. Also gib mir jetzt einen Daumen nach oben. Lasst uns jetzt aber direkt mal schauen, mit welchem Poppy Playtime Film wir starten sollen. Und ihr habt euch entschieden für den Film ab 6. Dowie gegen alle? Oh nein, der hört sich schon super gruselig an, obwohl der nur ab 6 ist. Aber zum Glück habt ihr euch nicht für den Horrorfilm entschieden. Weil ich glaube, der wird viel zu gruselig. Abonniert jetzt mal kostenlos diesen Kanal, wenn wir den auch noch anschauen sollen. Aber jetzt schauen wir erstmal den Film ab 6. Wow, hier ist auch schon die DVD drin. Und mit dem gehen wir jetzt direkt mal rüber zu unserem Fernsehen. Kommt mit. So, Freunde, wir sind beim Fernseher angekommen. Und da schieben wir jetzt die DVD rein. So, hier, nimmt sie an. Und jetzt sollte der Film gleich starten. Aber nee, wirklich jetzt? Ich wollte gerade rausfinden, was im Film passiert. Und jetzt kommt auch noch Werbung davor. Aber wartet mal, diese Werbung ist von meinem Lieblingsspiel, Dragon City. Dieses Spiel ist so cool, Freunde. Okay, wir schauen diesen Film sofort an. Aber Leute, ich muss euch vorher noch ein Geheimnis verraten. Eigentlich darf ich euch das gar nicht sagen. Aber in Dragon City gibt es einen Geheimdrachen, den nur Leute bekommen, die jetzt schnell sind. In Dragon City kannst du über 1000 Drachen sammeln, züchten und trainieren. Bauen deine eigene Drachenstadt und kämpfe mit deinen Drachen gegen die Drachen von deinen Freunden. Hier seht ihr zum Beispiel meine ganzen Kämpfe gegen Vogelmanns Drachen. Und ich habe immer gewonnen. Der geheime Drache ist in diesen Kämpfen ultra stark. Aber das Beste ist, er wird noch stärker, wenn du ihn in deiner eigenen Drachenstadt großziehst. Du brauchst dafür nur genügend Futter. Und das kannst du ganz einfach in deiner Drachenstadt anbauen und dann erst. Schau mal, wie niedlich diese Babydrachen hier drüben aussehen. Und wenn wir sie füttern, werden sie übel stark und furchteinflößend. Ladet euch Dragon City jetzt über den ersten Link in der Beschreibung kostenlos herunter. Und das geht den QR-Code hier auf dem Bildschirm. Denn nur dann bekommt ihr das exklusive Starterpaket. Und das besteht aus 15.000 Food, 30.000 Gold und dem geheimen ultra seltenen Iceling Dragon. Ich glaube, der Dowie gegen alle Fans startet. Und da ist Misty Light zu sehen, die hat gerade irgendeinem Kuscheltier den Kopf abgebissen und ist weggeworfen. Und da kommt jetzt Dowie the Doorman runter. Ich glaube, das war sein Kuscheltier und deswegen ist er jetzt ganz böse. Er streckt seinen Kopf rüber zu Misty Light, schreit sie an und zeigt ihr den Mittelfinger. Misty Light rennt jetzt auf ihn zu und haut ihn mit ihrer Keule. Und jetzt holt sie noch mal aus und hat ihn
steht aber trotzdem wieder auf. Und er streckt seinen Hals aus und setzt sich damit seinen Kopf wieder auf. Jetzt geht er zu Mr. Light und haut sie weg. Und sie fällt direkt vor die Füße von Catnap. Doidedomen zieht Mr. Light jetzt aber trotzdem wieder zu sich. Und reißt ihr den Kopf ab. Wow. Catnap fand es, glaube ich, gar nicht gut. Er ist nämlich Mr. Lights Freund. Und deswegen sprüht er jetzt seinen Nebel aus. Freunde, wenn man den einatmet, dann schläft man ein. Und Doidedomen ist gerade auch eingeschlafen. Naja, jetzt steht er wieder auf. Und wow, Catnap ist ganz böse geworden. Und springt jetzt auf Doidedomen drauf und reißt seinen Kopf ab. Und dieser Film soll ab 6 sein, Freunde. Der ist viel zu gruselig. Naja, Dory besteht nur noch aus ganz vielen kleinen Kneteilen. Aber die fügen sich jetzt wieder zusammen und er wird zu seiner bösen Version. So läuft er jetzt auf den bösen Catnap zu. Und wow, er packt Catnap mit seinen Tentakeln und schmettert ihn auf den Boden. Und jetzt reißt er sogar noch seinen Kopf und seine Füße auf. Und isst die Bar. Na, es sieht so aus, als würde Catnap sich jetzt gerade verwandeln. Ja, jetzt ist er wieder lebendig. Aber Doidedomen gibt noch nicht auf. Und isst jetzt gerade Catnaps Kopf. Und wow, so springt er gerade aus dem Bild. Und wow, jetzt sind wir woanders. Da ist gerade Janeby. Und der steht vor so einem kleinen Blumenmännchen. Und wow, ich glaube, er versucht ihm Angst zu machen. Ja, er brüllt es an. Und rennt jetzt auf es zu. Wow, es gibt eine Verfolgungsjagd. Aber Doidedomen schnappt sich dieses Blumenmännchen. Und schützt es. Wow. Und jetzt hat er sich in einen Ball verwandelt und rollt auf Janeby zu. Und Janeby balanciert jetzt auf dem Ball. Naja, Doidedomen kommt wieder raus. Und steht jetzt gegenüber von Janeby. Ich glaube, sie kämpfen gleich. Und ja, Doidedomen hat auf Janeby draufgehauen. Und seine Hand steckt jetzt in Janebys Mund. Oh nein, Janeby hat sie gegessen. Und Doidedomen liegt einfach nur noch da auf dem Boden. Und Janeby springt auf ihn drauf. Und jetzt ist er wieder in 1000 Knetteile zersprungen. Und verwandelt sich wieder in seine böse Form. Doidedomen sieht mir übel gruselig aus. Brüllt Janeby jetzt an und läuft auf ihn zu. Aber Janeby brüllt zurück. Das wird ein epischer Bosskampf. Sie rennen beide aufeinander zu. Aber Doidedomen ist stärker. Und besiegt Janeby. Ja! Doidedomen ist einfach der Stärkste. Aber wo sind wir jetzt? Wir sind in irgendeinem brennenden Raum. Und da kommt Doidedomen mit Janeby jetzt angelaufen. Und hängt ihn an so eine Kette. Und Janeby verbrennt jetzt. Boah, ist das krass. Jetzt sind wir aber wieder im Wald. Und Doidedomen baut sich wieder auf. Aber er ist wieder nicht alleine, sondern da ist der Pianosaurus. Und der hat auch ein Spielzeug von Dory zerstört. Das ist keine gute Idee, Freunde. Merkt euch das. Denn jetzt ist Doidedomen wieder wütend. Beide laufen aufeinander zu. Und Doidedomen packt den Pianosaurus. Und schmettert seinen Kopf auf den Boden. Jetzt ist der Pianosaurus wütend. Der rennt auf Doidedomen zu. Steht jetzt vor ihm, aber Dory haut ihn nochmal mit seinem Kopf. Aber der Pianosaurus lässt sich das nicht gefallen und haut Dory auf den Boden. Und jetzt springt er auf ihn drauf. Aber oh nein, wir wissen, was das bedeutet. Doidedomen wird dadurch noch stärker. Und sieht jetzt schon wieder aus wie vorher, nur um einiges größer. Jetzt nimmt er den Pianosaurus mit seinen 2 Händen und haut ihn mehrmals auf den Boden. Und er ist komplett auseinandergeflogen. Ja. Jetzt reißt Dory noch komplett auseinander. Und spaziert wieder gemütlich durch den Wald. Ja, aus dem Kamerabild raus. Aber nein, er kommt nochmal zurück. Und haut den Kopf vom Pianosaurus nochmal kaputt. Der Film ist vorbei. Oh, dieses Popcorn schmeckt nach Kaugummi. Und es färbt meine Zunge total blau. Naja, lass uns jetzt direkt mal mit dem nächsten Poppy Playtime Film weitermachen. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit dem Film ab 12. Pianosaurus, das Erwachen. Holen wir direkt mal den drüben raus. Wow. Hier drüben aus dem Wohnzimmer ist gerade irgendein Geräusch gekommen. Und das hat sich angehört wie Doidedomen. Vielleicht ist er ja noch in unserer Wohnung. Ich stelle euch mal kurz hier hin, passt mal kurz auf. Und wenn ihr irgendwas seht, dann schreibt sofort in die Kommentare. Ich bin gleich wieder da. Hallo, ist hier jemand? Nee, hier ist niemand, Freunde. Hier an der Tür. War gerade Frischhaltefolie gespannt. Das war Frank an mich, aber die war doch vorher noch nicht da. Freunde, wenn ihr irgendwas gesehen habt, dann schreibt's jetzt in die Kommentare. Ich will wissen, wer das war. Naja, wir schauen jetzt direkt mal den Film ab 12. Pianosaurus, das Erwachen. Machen wir das mal auf und wow. Die DVD sieht übel krass aus. Setzen wir die in den Fernseher ein. So. Und jetzt geht der Film gleich los. Ja, es startet. Und jetzt laufen da 2 Menschen in roten Anzügen zu dem Gehege vom Pianosaurus. Da wird er gefangen gehalten. Und ich glaube, sie wollen ihm was zu essen geben. Ja, die haben ein Tablett mit Futter dabei. Und der Pianosaurus kratzt an der Scheibe. Boah, ist das gruselig. Ich glaube, die 2 Menschen in roten Anzügen haben auch Angst. Aber sie müssen ihm ja das Essen geben. Das ist ihr Job. Er schiebt das Essen rein und boah, der Pianosaurus hat ihn gepackt. Er hat ihn, glaube ich, in seinen Arm gebissen. Und jetzt hat der Pianosaurus ihn komplett reingezogen. Und isst diesen einen Mann. Boah, das ist gruselig. Er spielt auch mit seinen Klavierzellen. Naja, der eine Mann drückt jetzt den Alarmknopf. Und das Tor vom Pianosaurus-Gehege geht auf. Oh nein, das ist gar nicht gut. Der eine Wächter blastet dann noch in das Gehege vom Pianosaurus rein. Aber das bringt nichts. Und der Pianosaurus bricht da komplett aus. Ja, er ist frei, Freunde. Und jetzt isst er auch noch den anderen Wächter. Der Pianosaurus kann jetzt frei in der ganzen Poppy Playtime Fabrik rumlaufen. Und es sieht so aus, als ob sich das Gehege von Janeby auch geöffnet hat. Er ist auch frei und rennt da drin rum. Und die beiden verfolgen die kleinen Smiling Critters. Also diese kleinen Kuscheltiere. Ich glaube, sie wollen die essen. Und ja, Janeby hat Baba Chops in den Mund genommen. Aber Catnap kommt, um Baba Chops zu retten. Und hat Janeby weggekickt. Ja. Und jetzt rennt er ganz schnell mit Baba Chops weg. Aber oh, da ist der Pianosaurus. Und ich glaube, er hat Janeby entdeckt. Ja, die beiden stehen sich gegenüber. Und kämpfen jetzt gegeneinander. Wer denkt, ihr wird gewinnen, Freunde? Schreibt jetzt mal in die Kommentare. Aber wow. Janeby hat den Pianosaurus in
seinen Schwanz gebissen. Und ich glaube, der Pianosaurus aktiviert eine Superkraft. Ja, alle Zacken auf seinem Rücken leuchten. Und der blastert Janebi mit einem Energiestrahl weg. Der Pianosaurus ist extrem stark. Aber Janebi geht's noch gut und sie kämpfen weiter. Und wow, ich glaube, der Pianosaurus ist gerade in der Elektroschockfalle getreten. Da wird er jetzt geschockt und Janebi nimmt ihn in den Mund und wirft ihn auf den Boden. Ich glaube, Janebi hat den Pianosaurus besiegt. Und ja, Baba Chops und Catnap kommen, um sich bei Janebi zu bedanken. Das Ding ist, wow, was passiert jetzt? Der Film fängt an zu rauschen. Und man kann gar nichts mehr sehen. Oh, doch, hier auf dem Bildschirm ist gerade Dory the Doorman zu sehen. Aber eine böse Version von ihm. Oh, alle Lichter sind gerade hier im Haus ausgefallen. Lass uns lieber schnell die restlichen Filme nehmen. Und die bei mir im Schlafzimmer weiterschauen. Kommt mit. Schnell hier rein. So, hier drin sind wir sicher. Ich schließe noch schnell ab. Und hier schauen wir jetzt die restlichen Filme. Wir haben noch diese 3 zur Auswahl, aber Vogelmann. Haben wir eigentlich schon die 10.000 Likes für den Film ab 100 erreicht? Nein, leider nicht. Es fehlt noch genau ein Like. Was? Es fehlt nur noch ein Like? Wenn du noch nicht geliked hast, gib jetzt den fetten Daumen nach oben, damit wir diesen Film am Ende vom Video noch schauen können. Aber gut, ich würde sagen, in der Zwischenzeit machen wir mit dem Film ab 16 in deiner Stadt weiter. Holen wir ihn direkt mal aus seiner Verpackung raus. So. Der sieht super krass aus. Und schieben ihn direkt mal hier unten in unseren PC rein. Der Film startet und wir sind in irgendeiner riesigen Stadt. Und vor uns steht der Doktor aus Poppy Playtime, aber in riesig. Das ist XXL, Freunde, und das ist auch Dory. Und irgendeine Getränkedose von ihm. Und aus der trinken wir jetzt irgendwas. Ja, sieht ganz so aus. Naja, jetzt laufen wir auf die Straße zu und schauen uns um. Und auf der einen Straßenseite bricht Dory the Doorman aus dem Boden raus. Und jetzt läuft er direkt auf uns zu. Wow. Er kickt alle Autos, die da rumstehen, durch die Gegend. Und boah, hier auf der linken Seite stand gerade auch der Pianosaurus. Habt ihr das gesehen? Dory the Doorman geht aber einfach an ihm vorbei und macht weiter die ganzen Autos kaputt. Boah, der ist wirklich riesig. Also ich hätte richtig Angst, wenn ich mit ihm in dieser Stadt wäre. Jetzt ist Dory the Doorman sogar an Janebi vorbeigelaufen und da oben kommt ein Helikopter, der auf Dory the Doorman draufblast. Ich glaube, sie wollen ihn zerstören, aber sie schaffen es nicht. Er geht einfach immer weiter und weiter. Und zerstört die ganze Stadt. Ja, er schleckert auch mit den Armen rum, als ob ihm das Ganze Spaß machen würde. Und der Helikopter kann gegen ihn gar nichts machen. Naja, jetzt steht er auf dieser Straßenkreuzung, macht noch irgendeine Grimasse und der Film ist vorbei. Das war ein kurzer Film, aber das bedeutet, dass wir jetzt mit dem Film ab 18 das Ende von Dory weitermachen müssen. Der sieht übel gruselig aus. Machen wir den mal auf und wow. Hier drin ist ein USB-Stick. Lass uns den mal in den PC stecken. Rein damit. Und der Inhalt von dem USB-Stick hat sich auch schon geöffnet. Und hier ist der Film. Freunde, bleibt jetzt nur dran, wenn ihr mutig genug seid. Wir starten ihn jetzt. Let's go. Aber wow, hier hat sich ein Fenster geöffnet. Und da steht, dass wir ein Passwort eingeben müssen. Ach stimmt, Freunde, hier drin war doch irgendwas. Ja, hier steht Passwort. Ist Brille plus Sonne. Was soll da denn rauskommen? Brillen, Sonne? Lass uns das mal versuchen. Brillen, Sonne und Enter. Aber nein, das war falsch. Das Fenster ist immer noch da. Freunde, wenn ihr die Lösung zu diesem Rätsel wisst, dann schreibt sie jetzt sofort in die Kommentare. Weil ich habe keine Ahnung. Ich versuche mal Dory so. Aber das ist es auch nicht. Deswegen lasst uns direkt mal schauen, was ihr geschrieben habt. Und ihr habt Sonnenbrille geschrieben. Ach ja, stimmt, das macht Sinn. Sonne plus Brille ergibt Sonnenbrille. So. Ja, das war richtig. Der Film startet. Wir sind hier in einem ganz dunklen Raum und da ist der Pianosaurus. Und der kommt auf uns zugerannt, aber wow. Irgendwas hat ihn gepackt und nach hinten gezogen. Und schmettert ihn jetzt auf den Boden. Das macht ihn richtig kaputt. Und jetzt kam der Kopf vom Pianosaurus gerade nach vorne geschlittert. Und das war Dory the Doorman. Der kommt jetzt auf uns zugelaufen. Boah, ist das gruselig. Und lacht irgendwie so ganz komisch. Und jetzt macht er eine Geste, dass wir ihm folgen sollen. Okay, wir laufen ihm mal nach. Er ist nach da drüben gegangen und ja, da war er schon wieder. Hat den Kopf durch die Tür gesteckt. Und jetzt geht er durch so ein Gitter durch. Ah ja, er ist ja aus Knete. Das heißt, er kann überall durchgehen. Wir folgen ihn auf jeden Fall und sind jetzt in so einem anderen Raum, wo es übel kalt drin ist. Und da steht Dory the Doorman jetzt vor so einem Rohr. Und aus diesem Rohr kommt gerade eisiger Nebel raus. Dory ist eingefroren. Okay, wir ziehen auf jeden Fall irgendeinen so einen Hebel, damit der eisige Nebel aufhört. Und Dory taut wieder auf. Aber ihm scheint es gar nicht mehr gut zu gehen. Naja, macht Sinn, der Film heißt das Ende von Dory. Und ich glaube, Dory wird am Ende vom Film zerstört. Naja, die Tür zum anderen Raum geht gerade auf. Und da laufen wir jetzt auch durch. Ich glaube, wir sind gerade in der Poppy Playtime Fabrik, oder? Ja, sieht ganz so aus. Da sind überall solche Schienen und so. Aber wow, Dory hält uns gerade auf. Und will, glaube ich, mit uns reden. Aber nein, jetzt geht er wieder weg. Und verschwindet durch irgend so ein Lüftungsrohr. Wie komisch. Naja, wo sind wir jetzt gelandet? Wir sind wieder in irgendeinem Raum von der Fabrik. Aber Dory steht vor so einem Kuscheltier. Oder ist es einer von den Smiling Critters? Und das bewegt sich nicht mehr. Ich glaube, er gibt uns die Schuld daran, dass das Kuscheltier zerstört ist. Dann haben wir das doch gar nicht kaputt gemacht. Er wird jetzt auf jeden Fall richtig wütend und wow, hat eine Säule umgestoßen. Und jetzt fällt die ganze Decke auf ihn runter. Ich glaube, jetzt ist Dory endgültig zerstört. Aber nein, da kommt irgendwie so eine Hand aus dem Schutthaufen. Und wow, Dory ist zu seiner bösen Form geworden. Boah, sieht ja gruselig aus. Jetzt verstehe ich, warum der Film ab 18 ist. Er greift uns auf jeden Fall an. Und wir rennen jetzt ganz schnell weg. Er darf uns auf keinen Fall kriegen. Und deswegen fahren wir jetzt diesen Aufzug hier hoch. Aber wow, Dory hält den Aufzug fest und zieht ihn wieder runter. Naja, jetzt hat er wieder losgelassen. Und wir sind ein Stockwerk höher. Ich glaube, wir haben ihn abgehängt, oder? Wir rennen trotzdem noch weiter weg. Oh nein, der böse Dory ist uns gefolgt. Und wir müssen immer weiter wegrennen. Schnell, schnell, schnell. Wir schwingen uns hier über sein
die Schluchten drüber. Und der ist immer noch hinter uns. Boah, sieht er gruselig aus. Und boah, Dory steht da am anderen Ende von der Schlucht und hüpft da jetzt rüber. Oh nein, wir krabbeln jetzt einmal durch so einen ganz engen Tunnel. Und da passt er bestimmt nicht durch. Das Ding ist, er hält uns fest. Oh nein. Aber ein Stein ist auf seine Hand gefallen. Und wir haben ihn abgehängt. Ja. Und damit ist der Film auch vorbei. Der war viel zu krass. Wow. Freunde, das ist der Like-Alarm. Und das bedeutet, wir haben die 10.000 Likes für den Poppy Playtime in den Backrooms-Film erreicht. Lass uns den auch direkt anschauen. Ich mache ihn mal auf. Hier ist auch ein USB-Stick drin. Und wir schieben ihn direkt mal in den PC. Let's go. Der Film hat sich auch schon wieder geöffnet. Und hier sieht man auch schon die Backrooms. Klicken wir direkt mal drauf. Und in diesem Film laufen wir durch die Backrooms. Oh nein, ist das gruselig. Und da drüben steht Poppy aus Poppy Playtime, die Puppe. Hallo. Wow, hat die gerade mit uns geredet? Ja, sieht ganz so aus. Aber wow, da kommt gerade so eine Hand um die Ecke. Und da hat sie gegriffen. Das sah aus wie die Hand von Dory the Doorman. Aber hier hinter der Wand steht niemand. Wie komisch. Naja, in den Backrooms passieren ganz viele komische Sachen. Wir gehen direkt mal weiter. Und boah, hier ist Dory the Doorman. Er hat gerade um die Ecke geschaut und läuft jetzt einmal durch die Backrooms durch. Wir folgen ihm. Weil vielleicht führt er uns ja auch noch zu anderen Monstern aus Poppy Playtime Kapitel 4. Und ja, hier drüben ist Yanobi. Wow, der steht da einfach so rum in den Backrooms. Und Dory the Doorman hüpft jetzt gerade in so ein Loch rein. Ja, Freunde, er ist da einfach ganz runtergehüpft. Also da springen wir lieber nicht rein. Nein, wir gehen den anderen Weg weiter. Da ist Dory the Doorman schon wieder. Hä, ist er nicht gerade in dieses Loch gesprungen? Dieser Film ist viel zu verwirrend. Er steht auf jeden Fall vor so einem Schlitz und sagt, dass wir ihm folgen sollen. Und er quetscht sich einfach durch diesen Schlitz hier durch. Ja, er ist auf der anderen Seite, aber wir kommen da gar nicht durch. Wir gehen einmal um die Wand rum, sodass wir wieder bei ihm landen. So, hier vorne ist der Schlitz, wo er durchgegangen ist, aber da ist er nicht mehr. Ist er vielleicht durch diese Tür hier drüben geflogen? Ich weiß es nicht, aber wow, da hinten kommt der böse Dory the Doorman. Und wir rennen vor ihm weg. Lass uns mal ganz kurz auf Pause machen. Jetzt wird der Film nämlich richtig gruselig. Wir schauen ihn gleich weiter, aber vergesst nicht, euch Dragon City herunterzuladen. Nur die Schnellsten bekommen den seltenen Iceling Dragon. Der Link zum Spiel ist in der Videobeschreibung. Naja, wir drücken direkt wieder auf Play. Let's go. Oh, boah, wir rennen gerade in den Raum, wo ganz viele Doktorroboter stehen. Und Doktor wow. Damit endet der Film. Freunde, gebt jetzt einen fetten Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonniert kostenlos diesen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.